Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Heute ist der Tag. Ja, wir sind extra früher aufgestanden, werden auch früher losfahren nach Santana. Und dort findet dann die notarielle Beglaubigung für unseren Hauskauf statt. Wir sind tierisch aufgeregt, waren gestern noch beim Konzert bei Carlos und ja, hey, Kopfkino ohne Ende. Wir freuen uns tierisch drauf. Ja, wir werden euch trotzdem auf die Fahrt mitnehmen. Weil dort tauchen garantiert noch irgendwelche Sachen auf, die wir bedenken müssen. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg und würden uns freuen, wenn ihr uns auf die Fahrt und auf den Termin begleitet. Ja, jetzt geht's los und danach kriegen wir die Schlüssel und dann werden auch die ersten Videos vom Haus auftauchen. Wie gesagt, wir machen die ganze Sache wohl für euch, aber auch für uns, für unsere Dokumentation des gesamten Projekts. Es wird ein höllischer Spaß und tja, ich würde sagen, begleitet uns auf die Fahrt. Bis später. Finally, nach all den Jahren. Ja, das erste Haus haben wir uns vor 2 Jahren, ziemlich genau vor 2 Jahren, das erste Mal angeguckt. Das Haus in Achadas da Cruz. Vielleicht machen wir da auch noch mal ein Video drüber. Ich habe da noch Videos der Besichtigungstouren von. Da werde ich vielleicht auch noch mal ein Video zusammenschneiden. Ja, das war total verschimmelt, das Haus. Stand 15 Jahre oder mehr, stand es leer. An der Westseite relativ hoch, 700 Meter über Meeresspiegel, aber 180 Grad Blick über den Ozean. Es war schön, auch mit einem großen Stück Land, fast 1 Hektar. Aber ja, die Besitzverhältnisse, die waren unklärbar. Was weiß ich, wie viele Beteiligte an einem Erbe von vor 30 Jahren mit Heirats, mit Scheidungen, mit Verstorbenen dazwischen. Also diese Besitzverhältnisse vernünftig zu klären, unmöglich. Oder halt mit ordentlich Geld. Ne? Man hätte 15.000, 20.000 Euro erstmal investieren müssen, um überhaupt die Besitzverhältnisse zu klären, um die Dokumente zu klären. Und selbst wenn man das geklärt hätte, bräuchte nur einer der möglichen Erben zu sagen, nein, ich verkaufe nicht. Und dann wäre alles hinfällig geworden, auch die Investition für die Dokumente. Ja, es war ein schönes Haus in Achadas. Aber wir hätten dort keine tropischen Früchte anbauen können, so wie wir das jetzt können, weil es eben recht hoch gelegen ist und an der Westseite im Winter sehr viel Wind, also Wind. Wir haben dort einmal an der Westküste im Auto gestanden und das Auto stand quer zur Windrichtung, kurz vor Weihnachten und ungelogen, es hätte uns fast das Auto umgeweht. Wir saßen drin, das war am Schwanken. Wir haben uns totgelacht, als wir im Auto saßen. Weil dort wollten wir ja auch ein Haus kaufen. Ja, in Ponta do Pago, da haben wir uns auch ein Haus angeguckt. Das war schön, auch 180 Grad Blick über den Ozean. Ja, aber dort waren eben auch die Papiere nicht in Ordnung. Aber mit den Ausmaßen des Grundstücks war es nicht klar. Ja. Wir haben die... Ah, jetzt bin ich hier schon wieder falsch gefahren durch das Gelaber. Ist mir noch nie passiert vorher. Ja, jetzt fahren wir wieder Richtung Canisal. Ja, kommt vor. Wird mir nie wieder passieren. Aber diesmal habe nicht ich gelabt, sondern du.
Nur damit das klar ist. Ja. Ja, sind ja rechtzeitig gefahren. Wir werden früh genug dort sein. Für solche Termine sollte man Zeitpolster haben, natürlich. Was wollte ich sagen? Ja genau, der Makler hat uns ein Grundstück gezeigt, ein Grundstück abgegangen, das Haus war wirklich schön, lag auch schön. Und dann hat er uns ein Grundstück gezeigt, was ca. 2000 Quadratmeter war. Ja, in den Unterlagen waren es aber nur im Endeffekt 700. Und ja, alles kein Problem, kein Problem, kein Problem, ja, natürlich. Kennen wir. Ja, und da mussten wir das auch absagen. Wahrscheinlich hat dort der Hauptbesitzer einfach schwarz eine ganze Einfahrt und einen Teil Garten einfach übernommen vom Nachbauen und einfach bebaut. Ja. Aber es gar nie registrieren lassen bei der Bank, bei der Gemeinde natürlich. Ja. Ja, das ist hier üblich auf der Insel, dass einfach Land annektiert wird, was nicht genutzt wird, aber wohl irgendwem gehört. Und wenn man das dann kaufen will, dann fliegt das eben auf. Und wenn das nicht in Ordnung ist, dann hast du nur Probleme. Ja, so ist es. So ist es. Deshalb eine gute Anwältin, die alles auch prüft, die ist Gold wert. Ja, und muss man haben. Falls irgendjemand von euch vorhat, sich ein Grundstück in Portugal, egal ob auf dem Festland oder auf den Azoren oder hier auf Madeira, zu kaufen, können wir ihm eine super Anwältin empfehlen. Ich muss mit ihr noch besprechen, ob ich ihren Namen nennen darf, hier auf YouTube. Das können wir gleich machen. Und dann können wir getrost die Werbetrommel für sie rühren, weil sie ist wirklich super. Sie ist wirklich super. Ja. Ja, Westküste. Schon schön und die Aussicht über dem Ozean ist natürlich Wahnsinn. Wenn man dort eine Terrasse hat und so, ja. Aber der Wind ist nicht zu unterschätzen, weil er kann halt 6000 Kilometer Anlauf nehmen. Da kommt vor der Karibik nichts mehr und dementsprechend pustet er dann auch. So, Richtung Santana. Hast du? Ja. Ja, alles da. Guck noch mal bitte. Da. Ja. Ist da. Jawohl. Ist das der Scheck oder die Kopie? Das ist der Scheck. Das Jawohl. ist Original. Jawohl, gut. Ja, ist gut, etwas paranoid zu sein, was die Dokumente jetzt angeht. Lieber doppelt, dreifach checken, als hinterher blöd aus der Wäsche zu gucken. Ja. Pässe, Ausweise haben wir auch. Alle Dokumente, die wir mitgenommen haben aus der Schweiz, haben wir auch mit. Tja. Und Maria Florencia hat sämtliche Vollmachten der Erben.
schönes Wetter. Obwohl die Straße ist nass. Oh ja, Schauerwetter. Schauerwetter. Oben in Santana regnet's. Einheimische Schleicher gibt es tatsächlich, ja. Die sind dann wohl etwas älter. Nee. Ich würde ja gerne überholen, aber das ist ja alles so risky. Ja, wir riskieren hier heute nichts. Außerdem ist Doppellinie. Wir haben genug Zeit. Genau.
wieder. Außer vielleicht zu den Weihnachtsfeiertagen. Und Schwung mitnehmen, Schwung, 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 Schwung.
Eine Bushaltestelle. Ist doch nicht. Mir doch egal. Hallo Freunde unseres Kanals, jetzt geht's los, jetzt machen wir die Unterschrift. Aber ich will nicht zu lange filmen, von daher, ja, es ist getan. Wir besitzen ein Haus. Eigentümer eines Hauses. Ja, das ist cool. Aber ich filme ihn drin nicht so. Tja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Wir haben das Haus. Alles unterschrieben. Ja, noch 4 Stunden mit Stefanie gequasselt. Ja, das war wieder toll. Und hier haben wir einen durchgehenden Regenbogen. Ja, wenn das mal kein Zeichen ist. Und jetzt werden wir das gleich irgendwo feiern fahren. Ich glaube, ja, es ist an der Zeit, dass wir das feiern. Boah, die Farben vom Regenbogen sind aber echt toll. Muss ich mal sagen. Tja, wir haben das Haus, ne? So sieht's aus. Bis später.